Wow. Ups. So. Relativ easy eigentlich, wenn man mal verstanden hat, wie das geht. Einfach die Striche auf der Seite da. Zack. Und? Yes. Sicher Bombe drin, dann sind wir tot, Game Over und das Spiel ist vorbei. Geschäftsunterlagen. Look, Watson. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Exklusivvertrag. An exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Mhm. Ja. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Haha, okay. Alter. Yet another exclusive sales contract. Der wollte überall Geld abzocken. So ein Penner. Yet another exclusive sale. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Das ist richtig. Prototyp ist versichert, Prototyp mit vielen... Was? Der wollte einfach Versicherungsbetrug machen. Nicht nur Versicherungsbetrug, er hat auch seinen Geschäftspartner betrogen. Ja. Robinson ist ein Betrüger. Genau das vermute ich nämlich, meine Damen und Herren. Genau dieses vermute ich. Ja, das wäre momentan meine Schlussfolgerung. Aber ist ein Opfer? Ach so, der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt nicht den Gesamtwert der Maschine. Was würde dies bedeuten für uns? Wenn die Chilenen an Bord waren, kommt was Neues zustande. Ja, das denke ich mir nämlich vielleicht auch, dass die Chilenen den Prototyp gestohlen haben. Aber warum sollten sie das tun? Um selbst damit Geld zu machen. Das wäre vielleicht die Möglichkeit, aber eigentlich ist der Robinson ja, es hat sehr nach Betrug ausgeschaut da. Was es in beiden Fällen ja auch wäre. Damn it, wie sollen wir uns entscheiden? Haben wir noch irgendwelche Indizien? Haben wir noch irgendwelche Indizien? So, wir schauen uns mal die Beweise an. So, die Mexikaner. Ich glaube, die Mexikaner scheiden mal aus. Gut, der Robinson, das ist so ein geldgeiler Sack wahrscheinlich. So, der hat das alles inszeniert. Damit er erstens mal an die Versicherungssumme kommt und damit er die 4 Vorauszahlungen von seinen Vertragspartnern auch kriegt und somit eine Entschuldigung hat, dass das Ding gestohlen worden ist. Das ist das, womit ich am meisten tendiere zurzeit. Die Chilenen könnten den Prototyp gestohlen haben, weil sie vielleicht draufgekommen sind, dass sie der Robinson betrogen hat. Und weil sie das natürlich schön vermarkten könnten. Die Mexikaner. Verzeihung. Ich glaube, die Mexikaner haben damit nichts am Hut.
Ich glaube, die Mexikaner sind da eher die Unschuldigen bei der Sache. Obwohl der eine Typ Mexikaner war und auf irgendwen gewartet hat. Ach, dammit, das ist eine schwere Entscheidung. Das Spiel ist echt ziemlich geil, muss ich sagen. Aber der Typ ist kein Opfer. Von den Chilenen habe ich nicht viel mitgekriegt. Ich glaube, die Chilenen haben den Prototyp. Ich glaube, das machen wir. Blinde Justiz, die Chilenen haben den Prototyp aus Profit gestohlen. Was kommt als nächstes? Entschuldigung. Okay, was haben wir? Robinsons Motiv. Robinson ist ein Betrüger. Was müssen wir dazu machen? Das war zufällig. Thomas Robinson ist ein arglistiger Mann, der für seinen Vorteil selbst vom Mord nicht zurückschreckt. Kontaktieren Sie Lestrade, damit die Polizei laut und schnell ihre Arbeit machen kann. Ich glaube, ich tendiere zu dem. Machen wir jetzt blinde Justiz. Schnell und laut die Arbeit machen kann oder Sache der Politik. Nachdem ich die Politik selbst für sowieso teilweise korrupt halte und es nicht gut finde, bin ich eher auf Seiten der Polizei, das heißt, wir machen blinde Justiz. Die moralische Entscheidung wird bestätigt. Yes, so machen wir das. Schauen wir, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. But I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently, without any talk of politics. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Nothing. I only want to stop our dear Mr. Robinson before he realizes we have cornered him. Let us go. Okay. Auch nicht schlecht. Müssen wir dafür jetzt noch irgendwas tun? Wie angespannt der Dr. Watson ist. Dem zuckt schon in die Finger, dem juckt schon in die Finger. Der will da endlich was schreiben, der Typi.
Fortfahren. Mr. Robinson, we must ask you to remain here until the police arrive. The police? But why? You are one of the suspects in our case of the vanished train, which, by the way, involves the death of all its passengers. What? Is this a joke? I can assure you that it is not. This is outrageous. You don't know who you're dealing with. I am an influential man, and you shall regret this. We know perfectly well who you are. We also know where the train is. The police shall be happy to find it. And as for your exclusive sales contracts... Mr. Robinson ist ein Betrüger mit Achtung, Spoilergefahr. Ich werde jetzt drücken. So. Verdammt. Wir wählen ein anderes Ende. Wir wählen ein anderes Ende. Dann waren es vielleicht doch die Chilenen. Also wahrscheinlich waren es die Mexikaner, weil denen traue ich am allerwenigsten zu. Boah, aber auf das muss man auch erstmal kommen, gell? Verdammte Axt. Robinson ist ein Betrüger? Nö. Ist ein Opfer. Chilenen an Bord gelassen. Chilenen stahlen Prototyp. So ist es. Und wir machen die blinde Justiz. Ja. Das ist schade, dass ich noch nie den richtigen erwischt. Also was heißt noch nie, es ist erst der zweite Fall, aber trotzdem. Damn it, ärgerlich. Wir fahren fort und schauen, ob es diesmal richtig ist. Then the case is solved, Holmes. Well, on the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and our other option is the local... The problem we have there is that the authorities seem to be incapable, all the same. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. Die Chilenen. So, Achtung, Spoiler-Alarm. Wir schauen mal. Verdammte Axt, das gibt's doch nicht. Verdammt, waren das wirklich die Mexikaner? Ach, damn it, das gibt's doch nicht. Okay, also beim nächsten Fall, da werde ich nicht so viel denken, sondern werde mich einfach auf das Bauchgefühl verlassen, weil wie gesagt, denjenigen, dem man es am wenigsten zutraut, stille Wasser sind tief, liebe Leute, das lehrt uns das Spiel. Die Mexikaner, haha, diese... Oi. Ich sag's euch. Sabotage. Ach so. Mexikanische Falle. Oder? Und was ist, wenn wir da jetzt ihm ein Motiv dazugeben? Passiert nichts. Okay. Wie bin ich auf die Mexikaner gekommen? Ja, das passt schon. Ups. Passierte Doncaster? Nein. Das Gleis führt zum Steinbruch. Kam nie in Chesterfield an, passierte Chesterfield, war das so? Die Mexikaner haben den Zug versenkt. Schauen wir mal.
und wir machen blinde Justiz und wir skippen natürlich die ganze Unterhaltung. Da bin ich jetzt gespannt. Und wenn es jetzt nicht richtig ist, dann werde ich einfach mal im Internet die richtige Lösung nachschauen und werde sie dann irgendwie auf irgendeinem Wege zukommen lassen. Oder zum Schluss vielleicht so ein kleines Video machen mit meinen Ergebnissen und dem richtigen Ergebnissen, sage ich mal. Schauen wir mal. Ich skippe mal diese Unterhaltung jetzt quasi. Then the case is... Well, but I know that look. on the one hand, but in our other option, the problem we have there, all the same, Let us go home then. I did not say... Well, all right. Watson, we know that the Barkazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh no. Please don't tell me we have to dive into the lake. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use... Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Dann ist ja gut. Schauen wir mal, ob das die richtige Entscheidung war. Well, the case is solved and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away, wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! What? Scheiße. Wie kann ich schießen? How dreadful. 2 dead bodies. What a terrible ending to such a great case. There, my dear fellow. It is all right. You did your best. So, Achtung, Spoiler-Alarm, jetzt schauen wir mal, ob das richtig war. Juhu, yes! Das heißt, die Mexikaner haben den Zug versenkt. Es war ein sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und versenkten den Zug im überfluteten Steinbruch, damit keine Spuren von ihrer Tat zurückblieben. Der Dammbruch spielt ihnen dabei in die Karten. Sie benutzen ihren eigenen Wagen, um den Zug auf das Wasser zu schaffen und versenken ihn dann im überfluteten Steinbruch. Ein Teil der Schienen entfernten sie, um die Tat zu vertuschen. Das Verbrechen der Mexikaner an den Chilenen hat viele Leben gekostet. Aus diesem Grund wurde entschieden, schnell zu handeln. Der Straight wird informiert werden. Lestrade, Entschuldigung. So, ich denke mal, das war's für diese Aufnahmesession, beziehungsweise wir haben unseren nächsten Fall abgeschlossen, auch wenn es der 3. Versuch war wieder, worüber ich nicht stolz bin. Worauf ich nicht stolz bin. So, jetzt ist richtig. So, es ist 3:12 Uhr in der Früh am Morgen. Und ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich den nächsten Fall auch noch spiele, weil es ist ziemlich cool. Schauen wir mal. Auf alle Fälle machen wir da jetzt einen kleinen Cut und werden nach den Rätsel auf den Gleisen, bevor es in die Startsequenz des nächsten Falls geht, mit unserem lieben Sherlock,
den ich nach wie vor ziemlich sympathisch und witzig finde, in manchen Situationen. Bevor es zum nächsten Fall kommt, sage ich vielen Dank fürs Zusehen, für das Interesse und bis zum nächsten Mal. Adios, ciao, ciao und Servus. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would.